Im Herzen des Serengeti-Nationalparks, einem riesigen Reservat in Ostafrika, dominieren ausgedehnte Graslandschaften. Ein mächtiger männlicher Löwe mit glänzender Mähne lebt inmitten der grünen Graslandschaft. Es lebt mit einer sanften Löwin und zwei entzückenden, verspielten Löwenjungen zusammen. Die Löwin kümmert sich um zwei Junge, sodass der männliche Räuber oft auf sich allein gestellt ist. Diese seltene Familie ist zu einem mächtigen Symbol des heiligen Serengeti-Nationalparks geworden. An einem ruhigen Morgen verließ der männliche Löwe still und leise das Rudel, um allein im Gras zu jagen. Das durch das Laubwerk fallende Morgensonnenlicht schafft die perfekte Kulisse für eine dramatische Jagd. Der verlorene Hirsch ging verwirrt auf die Wasserquelle mitten im Wildreisfeld zu. Der männliche Löwe schlich näher an sein Ziel heran und spannte seine Muskeln an, um ihn auf einen blitzschnellen Angriff vorzubereiten. Als der Hirsch das leise Knurren hörte, sprang er panisch auf und versuchte, in den Wald zu fliehen. Der männliche Löwe sprintete durch die Büsche und dichten Bambusbäume und folgte schmalen Fußspuren. Das Geräusch hastiger Schritte hallte durch den Wald, der Wind raschelte in den Ästen und Blättern. Zu betrunken vom Blut, bemerkte es nicht, dass es tief in das Wohngebiet am Waldrand eingedrungen war. Das Grasland verschwand nach und machte trockenen Feldern und kleinen Bergdörfern Platz. Der Löwe stand still mitten auf dem leeren Feld und war von der seltsamen Szene verwirrt. Der Durst stieg, als es merkte, dass die nächste Wasserquelle langsam vor seinen Augen verschwand. Ein Zementteich erschien, stehendes Wasser gurgelte in dem trockenen Raum. Doch die Böschung war so hoch wie eine kleine Klippe, es gab keinen sicheren oder freien Weg nach unten. Der männliche Löwe umrundete den See mehrere Male und versuchte, eine sanfte Neigung zu finden, um ins Wasser hinabzusteigen. Schließlich holte er tief Luft und tastete sich den rutschigen, nassen Betondamm hinunter. Bevor es Wasser trinken konnte, rutschten seine Krallen unter das dichte Moos, wodurch sein Körper taumelte. Es knurrte verzweifelt und fletschte im fahlen Abendlicht die Zähne. Er hatte keinen Durst mehr, die Reste der Panik beherrschten nun seinen Geist. Jeder starke Kratzer im Beton, die hinterlassenen Nagelspuren wie ein verzweifelter Hilferuf. Es kämpfte wild und versuchte, seine Vorderbeine auszustrecken, um über die kalte Betonmauer zu kommen. Der Damm ist tief und das Wasser zieht sich allmählich zurück, wodurch die Betonmauer noch höher erscheint. Das Brüllen des Löwen verklang allmählich und hallte schwach in der verlassenen Gegend wieder. Einige Einheimische kamen jedoch zufällig vorbei und hörten einen seltsamen Schrei. Neugierig versammelten sie sich am Ufer und blickten ängstlich in den dunklen Strom hinunter. Einige Leute warfen Essen ins Wasser, was den Löwen misstrauisch machte. Diese seltsame Szene ereignete sich zum ersten Mal im Dorf und überraschte und erschreckte alle. Die Menge wurde immer größer, Frauen und Kinder standen ängstlich da und warteten auf Rettung. Sie sahen zu, wie der Löwe versuchte zu entkommen, und ihre Augen waren voller Mitgefühl inmitten der trockenen Trostlosigkeit. Das Telefon klingelte, ein Einheimischer rief sofort den Ranger des Reservats an. Der Anruf wurde verbunden und es wurde berichtet, dass der männliche Löwe in einem Zementteich kämpfte. Die Gefahr ist groß, und die Menschen befürchten, dass der Löwe erschöpft und in Gefahr sein könnte, wenn er nicht bald gerettet wird. Die Nachricht verbreitete sich schnell und viele Menschen eilten herbei, um Zeuge dieser unvergesslichen Szene in ihrem Leben zu werden. Der letzte Schrei des Löwen wurde immer schwächer, wie ein verzweifelter Appell an seine Artgenossen. Die trockene Nacht brach an, der Himmel war sonnengelb gefärbt und signalisierte, dass dringend gehandelt werden musste. Am Ende des Bahndamms waren seltsame Löwenabdrücke tief in die trockene, rissige Betonoberfläche eingeprägt. Nach Erhalt des Berichts entsandte die Serengeti-Leitung sofort 3 Ranger zum Unglücksort. John Miller, Amina Shome und David Mwangi sammelten schnell spezielle Rettungsausrüstung und luden sie in das Fahrzeug. Um den Notsee zu erreichen, mussten sie eine holprige, steinige Straße mitten in der trockenen Wüste überqueren. Der anhaltende trockene Regen machte die Straßen staubig und erschwerte so jeden Schritt des Rettungsteams. Als sie ankamen, fanden sie den männlichen Löwen, der sich verzweifelt an den nassen Betondamm klammerte.
John Miller schätzte die Situation schnell ein. Die rutschige Betonoberfläche stellte ein potenzielles Verletzungsrisiko dar. Amina Shome beobachtete die Wassertiefe und berechnete die Zugkraft, die nötig war, um den Löwen ans Ufer zu bringen. David Mwangi setzt einen Minikran mit einem hochfesten Drahtseil ein und bereitet Befestigungshaken vor. In der Zwischenzeit wies John Miller die Menschen an, Abstand zu halten und einen Mindestsicherheitsabstand einzuhalten. Die Leute befolgten die Anweisung, zogen sich hinter die Regeln zurück und verfolgten mit ängstlichen Blicken jede Bewegung. Ein anderer Ranger benutzte eine Narkosepistole mit großer Reichweite und zielte mit der Nadel auf das linke Bein des Löwen. Nach 5 Minuten wirkte das Betäubungsmittel und alle traten zurück, um in angespannter Stille zu warten. Als das Medikament wirkte, fiel der Löwe langsam zu Boden und sein riesiger Körper erschlaffte im Sonnenlicht des Nachmittags. Amina Shome band das Kabel schnell um den Löwen und achtete darauf, dass keine gefährlichen losen Stellen vorhanden waren. Das Kranteam ging geschickt vor und hob den Körper des Löwen langsam aus dem kalten Wasser. Der reglose Löwe wurde ans Ufer gehievt, sein stummes Brüllen verschwand hinter dem Vorhang der Verzauberung. Die Menschen klatschten leicht in die Hände und drückten damit ihre Freude und Erleichterung über die erfolgreiche Rettung aus. 3 Ranger brachten den Löwen schnell in einen Sicherheitskäfig, der auf der Ladefläche des Rettungswagens montiert war. In diesem Moment färbte der Sonnenuntergangshimmel den gesamten Konvoi und die neugierige Menge golden. Als sie in Sicherheit waren, machten sie sich schnell auf den Weg zum zentralen Krankenraum des Reservats. Die ganze Gruppe bewegte sich über das weite Grasland, das laute Geräusch der Motoren zerriss die Stille. Die Schatten großer Bäume huschten an den Glastüren vorbei und signalisierten, dass sie im Begriff waren, den Wildtierbereich zu betreten. Im Behandlungszimmer ließen sie den Käfig auf den Untersuchungstisch hinunter und alles geschah blitzschnell. Die Tierärzte Eva und Dr. Lewis kümmern sich nach der stressigen Rettung um den Löwen. Sie überprüfen sofort Blutdruck, Puls, Körpertemperatur und erste Vitalfunktionen. Die Ergebnisse zeigten, dass es keine ernsthaften Verletzungen gab, sondern lediglich an Erschöpfung und schwerer Dehydrierung litt. Tierärztin Eva verabreichte eine Infusion mit Elektrolyten, wodurch die Energie schnell wiederhergestellt wurde. Darüber hinaus ergänzen sie wichtige Nährstoffe und Vitamine mit einer gesundheitsfördernden Injektion. Etwa eine Stunde später wachte der Löwe auf. Seine Augen waren halb geschlossen, aber er war stark genug, um aufzustehen und sich vorsichtig zu bewegen. 3 Ranger, John, Amina und David, brachten es zusammen mit dem Arzt in einen sicheren Käfig und bereiteten seine Freilassung in die Wildnis vor. Vor der Freilassung führen sie eine letzte Kontrolle durch, um sicherzustellen, dass der Löwe für die Wiedereingliederung in die Wildnis geeignet ist. Der gesamte Papierkram wurde erledigt, Informationen wurden aufgezeichnet und eine Karte des Rückkehrorts des Löwen wurde gezeichnet. Der Krankenwagen fuhr los, der Konvoi glitt im warmen gelben Sonnenlicht über die Wiese. Als sie den Waldrand erreichten, öffnete Amina Shome die Käfigtür und forderte den Löwen auf, sicher aus der Kiste zu steigen. Der Löwe stieg langsam aus, holte tief Luft und entkam wie durch ein Wunder der Enge des Käfigs. Es blieb stehen, drehte den Hals und sah zu, wie der Abschleppwagen langsam hinter dem hohen Gras verschwand. In seinem Herzen stieg Glück auf, als er wieder in seiner geliebten wilden Heimat war. Die 3 Ranger wünschten ihm Glück und verabschiedeten sich mit einem freundlichen, leisen Knurren. Der Löwe ging gemächlich in den Dschungel, seine Augen waren stolz und selbstbewusst. In der Ferne ist der laute Gesang der Stare zu hören, vermischt mit dem Geräusch des Windes, der sanft durch die glatten grünen Blätter weht. Als die Abendschatten fielen, glitzerte seine Mähne im magischen goldenen Licht des Sonnenuntergangs über der Steppe. Der Löwe ging tief in den Wald und versuchte, seine geliebte Löwin und ihre 2 Jungen zu finden. Bei jedem Schritt spürt man die frische Vitalität der weiten Natur. Als der Nachmittag sich dem Ende zuneigte, hallte im Serengeti-Nationalpark erneut das Lied der wilden Freiheit wider. Die Trockenzeit kann hart sein, aber die Liebe zum Naturschutz wirkt Wunder für alle Arten. Die Geschichte hat sich unauslöschlich in die Geschichtsbücher des Serengeti-Nationalparks eingeschrieben. Es erinnert die Menschen an ihre gemeinsame Verantwortung, die empfindliche Tierwelt zu schützen.
Das Bild eines widerstandsfähigen Löwenmännchens, das sicher gerettet wird, ist für jeden eine starke Inspiration. Das majestätische Dröhnen der Serengeti hallt noch immer wieder und erinnert an die wilde Vitalität der Steppe. Und wenn es auf den Wiesen still ist, erinnere dich an den mächtigen Löwen im Morgengrauen. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.